Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von LCE Performance. Ich habe wieder ein Grinsen im Gesicht. Der Luke grinst auch, ihr könnt es nicht sehen, aber wir freuen uns beide. Es war eigentlich schon lang Feierabendzeit, gell? 17:50 Uhr unter normalen Bedingungen, aber bei uns ist ja nichts normal, deswegen wir drehen um 17:50 Uhr oder fangen jetzt an und stehen hier gerade noch an der roten Ampel in Markdorf, suchen uns jetzt hier ein schönes Plätzchen hinten raus, dass wir noch ein paar Kurven mitnehmen können, euch ein paar Aufnahmen zum Auto zeigen, innen, außen, während der Fahrt natürlich. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon wieder riesig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass vielleicht Freitag ist, ne? Aber ja, heute ist erst Mittwoch, aber es fühlt sich an wie Freitag, wenn man in dem Auto sitzt. Auf jeden Fall. Ja, gibt nichts Schöneres. Schönes Wetter im Oktober. Sportquattro wieder mal fertiggestellt. Finale Abnahme steht aus. Müssen auch ein paar kleine Lackausbesserungen beim Lackierer machen lassen. Aber technisch gesehen alles erledigt und wir können unsere Abschlussfahrt machen. Das machen wir heute. So, jetzt lassen wir hier noch jemanden drüber über den Zebrastreifen. Üben wir noch ein bisschen das Anfahren am Berg. Ohne Handbremse. Ne? Ne, das geht ja super gut mit unserer Kupplung, die wir hier verbaut haben. Die kann nicht nur bis zu 850 Newtonmeter, sondern die ist halt wirklich auch daily-tauglich. Ich bin da schon Kupplungen gefahren, kann ich euch sagen, da braucht man Bodybuilder-Waden. Das ist hier nicht so. Du bist auch schon mal ein paar Meter gefahren, das geht gut mit der Kupplung. Gell? Das ist wie eine normale Kupplung, ganz ehrlich. Ich finde die mega. Ja. Und ist halt echt belastbar. Ja. Die 850 Newtonmeter, die braucht man selbst nicht in der größten Stufe. Deswegen, die hat noch Potenzial nach oben, einen Puffer. Ja, jetzt fahren wir hier mal raus. Wenn man die ganze Zeit Automatik fährt, ne, dann ist man das Schalten gar nicht mehr so gewohnt. Der braucht ein bisschen Drehzahl. Ne? Aber wir haben ja schon das frühe Ansprechverhalten. Wir haben hier das kleine Abgasgehäuse drin. Das heißt, frühes Ansprechverhalten ist für mich eigentlich das schönste Setup. Wir haben es beim roten, den wir euch zuletzt gebracht haben, schon mal gezeigt und das gleiche Abgas gehabt und auch das Setup gefahren. Ich finde sogar, ja, es fährt sich trotzdem ein bisschen anders, obwohl das Setup genau gleich ist, der Motor ist genau gleich, es fährt sich ein bisschen anders, ja. Also es wird von Mal zu Mal besser, weil wir halt immer wieder kleine Neuigkeiten mit einbauen. Ja, da können wir näher mal drauf eingehen, wenn wir nachher stehen. Dann zeige ich euch noch ein paar Sachen im Motorraum. So, und jetzt haben wir hier gleich den mega Ausblick. Da müssen wir nachher noch mal anhalten, wenn wir runterfahren. Auf jeden Fall. Ja. Erstmal noch ein bisschen warm fahren. Ne? Ganz wichtig. Warm fahren. Ja, was machen wir heute, Luke? Machen wir ein bisschen Vorbeifahrt, Onboard. Bisschen von allem. Bisschen von allem, genau. Ja. Nee, also zum Projekt selber. Ja, für alle, die das so ein bisschen verfolgen, die Fahrzeugfertigung zieht sich gerade etwas bisschen, offen gesprochen, da machen wir auch kein Geheimnis draus, weil wir viele Neuerungen bringen und wir versuchen auch die Autos, die aktuell in der Produktion sind, alle mit diesen neuen Teilen schon zu versehen. Deswegen, ich hoffe, dass alle Kunden Nachsehen haben, weil dadurch wird das Auto nur besser. Und ja, die Saison ist jetzt ja fast rum. Die meisten wollen ihr Auto sowieso nicht im Winter fahren. Von dem her hat der Zeitdruck so ein bisschen abgenommen. Der ein oder andere fährt noch ein paar Kilometer jetzt im Herbst. Aber für die meisten ist es eigentlich so, dass sie sich freuen aufs kommende Jahr. Und bis dahin haben wir dann auch wieder wirklich ein Alter, das ist geil. Sorry, kurzen Aussetzer gehabt. Oh Mann. Ja, die meisten freuen sich einfach auf die Saison 24. Und von dem her ist da jeder eigentlich aufgeschlossen, dass wir die technischen Neuerungen einfach mitnehmen und damit die Saison einfach jetzt mal gelaufen ist, weil wir haben gerade das Tankthema, wir hatten es ja schon mal angesprochen. Das ist gerade so eins der größten Bauteile, was bei uns neu einfließt. Thema ist einfach, dass die alten Tanks sehr marode sind. Die haben natürlich auch Rostbefall von innen.
Was hat das Ganze zur Folge? Der Rost wird quasi mit angesaugt, geht in den Benzinfilter rein, den wir verbaut haben, und verstopft dann natürlich den Benzinfilter. Das ist natürlich Käse. Man kann die Tanks aufwendig wieder herrichten, was wir bis dato auch gemacht haben, aber selbst diese neue Beschichtung ist nichts für Lebzeiten, muss man ganz klar sagen. Und wir haben natürlich auch das Thema, dass die Einfüllstutzen und der Tankverschluss selber meistens marode ist, also viel Arbeit einfach mit sich führt, was eigentlich nicht mehr im Verhältnis steht. Wir haben das Thema Benzinpumpengeräusch, das laute Surren. Viele Kunden wollen es haben, für manche ist es auch ein absolutes No-Go und ein Spaßkiller. Ich kann es verstehen, wenn man länger unterwegs ist, ist es irgendwann natürlich auch gewissermaßen mal nervig. Und deswegen haben wir unsere neuen Alutanks, die auch ein Fassungsvermögen von über 80 Liter haben, ja, einfach entwickeln lassen über unseren Entwickler, den wir im Haus haben, mit allem, was dazugehört, Schwallbleche etc. und haben jetzt eben unsere 2 Intankpumpen, die eben in Summe nochmal eine höhere Förderleistung haben wie die externe Pumpe. Und damit haben wir wirklich einige Themen und Probleme erschlagen, ja, mit einem Bauteil. Das heißt, wir müssen keine Angst mehr haben, dass wir irgendwelche Ablösungen vom Tank haben, Rost im Tank, irgendwelche Beschichtungen, die sich lösen, etc. Und wir haben, wie man es jetzt gerade so schön hört, dieses Surgeräusch einfach dann nicht mehr von der Benzinpumpe, weil wir 2 Intankpumpen haben. Der Tank ist zusätzlich nochmal isoliert. Da bringen wir ein paar Bilder dazu, hätte ich einfach gesagt, Luke. Ne? Ja. Die können wir als Einblender mit reinhauen. Und ja, damit ist eigentlich alles getan und es funktioniert. Ich habe 80 Liter Fassungsvermögen, das reicht vollkommen aus. Und ja, das wollen wir natürlich jetzt ab sofort schon in die Autos einbauen, und deswegen zögern wir die Auslieferung natürlich auch etwas hinaus. Und ich glaube, jeder Kunde ist uns im Nachhinein einfach dankbar. Ne? Ja, jetzt haben wir es hier ganz entspannt vor uns einen Trecker mit 25, aber ich hoffe nicht so lang. Ja. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt hier mit 25 war, habe ich trotzdem eine Riesenfreude, weil die Landschaft, das Auto ist trotzdem Feeling. Also kann mir, ja, egal, ist geil. So, wenn wir es gerade so entspannt haben und mit 20 km/h hier durch die Landschaft rollen, können wir eigentlich noch so ein paar Themen mit aufnehmen zum Auto selber. Kunde wartet auch schon länger drauf, offen gesprochen, aber auch hier sind viele neue Teile mit eingeflossen, die es damals noch nicht gab bei der Bestellung des Fahrzeugs, und die haben wir hier einfach noch mit einfließen lassen. Ja, zum Setup selber und Aufbau vom Fahrzeug, sportliche Variante, muss man sagen, schöne Halbschalensitze, Recaro Sportster CS, keine Cross-Variante, wie bei uns verbaut ist, sondern mit den hohen Seitenwangen. Sehr gutes, ja, muss man einfach sagen, es fühlt sich gut aufgehoben in dem Sitz, sowohl im Gesäß als auch im Rückenbereich, finde ich, ja, ultra bequem. Ist nicht der zeitgenössischste Sitz, ganz klar, aber dadurch, dass wir es sowieso sehr sportlich aufgebaut haben, mit Käfig in Silbermatt ist es, ja, Silbermatt. Für viele sieht es so nach, wie hast du gesagt, grundiert aus, hast du, ne? Genau. Ja, aber ich finde es geil. Also, Silbermatt, ja, ich finde es auch mega, weil die meisten nehmen ja doch dann immer, wenn sie eine Zelle reinnehmen, nehmen sie meistens immer die Wagenfarbe, ne? Weißes Auto, weißer Käfig, rotes Auto, roter Käfig, und da hat der Kunde gesagt, nee, er möchte das eben in Silbermatt. Finde ich eine super Wahl, also ich war da erst am Überlegen, ob das gut aussieht, aber ich muss echt sagen, ja, passt gut zusammen, matcht gut, und das passt. Ja, dann haben wir zu dem Käfig eben unsere Haargurte, ja, passend zu den Sitzen, finde ich cool, weil ich habe trotzdem noch volle Verstellmöglichkeiten, Rücklehnverstellung und so weiter. Also es ist jetzt nicht so hardcore wie im Pole Position Classic. Und CAE-Shifter, Luisi, geschüsseltes Lenkrad, ist einfach ein cooles Setup. Haben wir so nahezu identisch im Roten gehabt, ne? Den wir zuletzt vom Kunden gefahren sind. Und demnach, ja, mit den Türschlaufen hier natürlich, das rundet das Ganze einfach nochmal ab. Hier
12 Uhr Markierung in Rot, dann hier unsere Türschlaufen in Rot. Einfach cool, sportlich, macht Spaß. Wir haben schon Temperatur, ich darf. Eieieiei. Da kommt mal kurz Ladedruck an. Ja. Oh Mann, oh Mann. Also ich glaube, wir haben einen tollen Job, Luke, oder? Muss man mal ehrlich so sagen, am Rande erwähnt, oder? Auf jeden Fall, ja. Okay. Alter Schwede. Also letztes Mal war ich ja drüber, ich war ja mit der Barbara unterwegs und wirklich, also da ist meine Stimme mal kurz weich geworden. Ach, ja, da muss man sich jedes Mal wieder aufs Neue beherrschen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren sollte. Ich glaube, wenn ich mit dem Auto jeden Tag zum Arbeiten fahren würde im Sommer, ich würde jedes Mal blären. Vor Freude. Hört sich behindert an, aber ich weiß auch nicht. Hoppala! Ja. Oh Mann. Ja, das muss alles funktionieren, muss getestet werden. Und also der Kunde kann sich freuen, der kann sich wirklich freuen. Das ist alter Verwalter. Und das Auto, also man muss schon sagen, das neue Fahrwerk auch, ihr könnt es nicht spüren, aber es ist wirklich, wirklich ein deutlicher Unterschied zum alten Fahrwerk. Jeder Kunde, der noch überlegt, ob er das neue nehmen soll oder nicht. Eieieiei, Traktion! Ja! Boah! Leck mich am Ja, Kurvenausgang, zweiter Gang. War mal gut im Drehmoment und Hammer Schlupf. Also trotz Allrad, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Nee, also das ist für mich Feeling. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wirklich. Wir mussten kurz einen Cut reinhauen. Luke ist schlecht geworden. Nein, Spaß. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Ich glaube, da brauchen wir wirklich mehr. Ja. Ja, also Ansprechverhalten, mega geil. Wirklich wieder an der Stelle. Ich habe es letztes Mal erwähnt, aber für die Leute, die nicht jedes Video anschauen, kleines Abgasgehäuse. Wir fahren jetzt eine gesunde 98 Oktan Abstimmung und so gut wie keine Zündwinkelrücknahmen, ne? Zieht keine Zündung, gar nichts. Also das ist eigentlich mein Setup, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar haben wir das 600er Setup, aber er kommt halt deutlich später und viele Leute wollen das auch, weil das so das Markante von damals war, das späte Ansprechverhalten. Ich finde es einfach geiler, wenn du früher schon Ladedruck anstehen hast. Ja, ohne Worte, wirklich mega. Ja, ich denke mal, wir fahren jetzt noch ein paar Kilometer in die Richtung, nehmen noch ein paar Kurven mit und halten zwischendrin noch mal an. Dann gucken wir uns das Ganze mal von außen noch an, oder? Auf jeden Fall. Luke. Ja. Ich habe ja so durch die Blume erfahren, dass das eigentlich dein Auto wäre in der Farbe, oder? Stimmt das? Auf jeden Fall. Also für mich wäre es weiß. Er ist weiß. Ganz klar. Würdest du es innen auch mit dem Setup wählen oder wie würde deiner aussehen? Boah, schwierig. Ich glaube, würde ich mich schon austoben. Farblich? Farbtechnisch, okay. Ja. Also ich habe auch mal kurz überlegt, weiß auf weiß. Also weiß außen, weiß innen wäre auch, glaube ich, cool, aber... Pflegeintensiv? Ja. Auf jeden Fall, aber... Ja, oder was wirklich abgefahren ist. Also, ja, auf jeden Fall wahrscheinlich richtig krass, weiß. Haben wir gar nicht so eine Bestellung, fällt mir gerade ein, weil halt dieses Pflegeintensive, ja genau, also müssen wir noch ein paar Videos drehen, oder? Dann klappt das mit der Bestellung, ja. Ja, also das ist natürlich sehr klassisch. Man muss sagen, die meisten Kunden nehmen halt weiß oder rot und im Interieur ist das meistens schwarz gehalten mit ein paar Akzenten in rot oder dann eben in einer anderen Farbe. Aber ja, ich glaube, so farbenfrohe Sachen, die kommen erst so in den nächsten halben Jahr. Die ersten waren wirklich sehr zurückhaltend, sage ich jetzt mal, was Farben angeht. Und wir haben aber noch ganz verrückte Farben dabei. Könnt ihr gespannt sein. Und spätestens, wenn JP seiner fertig ist,
dann brauchen wir über verrückte Farben gar nicht mehr reden. Ob innen oder außen. Das ist egal. Und jetzt... Ja! Geil! Ich brauche gar nicht schnell fahren. Man muss nicht schnell fahren. Aber diese Beschleunigung ist es einfach. Die macht's aus. Ja, ich will mit dem Auto gar nicht 200 fahren, um ehrlich zu sein. Ne? Also man ist zwar schnell bei 200, aber auf der Landstraße, sage ich jetzt mal, jetzt fahren wir sowieso wieder 50 und dann wieder auf 100 raus beschleunigen. Das gibt einen den Kick. Ja. So, kleine Pause eingelegt. Wir sind auf dem Höchsten angekommen. Ich glaube, das wird unsere neue Haus- und Hofstrecke, sagt man. Ne? Genau. Finde ich mega. Ja, vor allem für das Auto, weil da haben wir nämlich ein paar schöne Kurven dabei und da schreit das Auto danach. Also schnell fahren, die Leute fragen immer, wie schnell fährt so ein Auto und so weiter, finde ich total uninteressant eigentlich, aber klar, wer es wissen will, wenn wir jetzt hier so einen Sechsgang haben, das Auto kann rein theoretisch drehzahltechnisch bis zu 270 km/h fahren, ja. Ob das Spaß macht, keine Ahnung, ich bin es noch nicht gefahren, aber ich glaube nicht. Luke schüttelt auch mit dem Kopf, ich glaube nicht, gell? Würde ich auch nicht wollen. Nee, absolut nicht. Für mich ist das einfach das Beschleunigen und ich muss auch nicht schneller fahren wie 100, also es darf alles legal sein, aber bis 100 darf es zügig sein. Ja, genau, und da sind wir hier mit dem Kollegen gut unterwegs, wirklich. Also der Kunde kann sich freuen. Grüße gehen raus. Ich bin mir sicher, dass der Besitzer das Video anschaut, also so gut wie der im Futter ist, haben wir noch keinen gehabt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Naja, nickt selbst der Kameramann, ja. Also mega geil, wirklich. Also ja, von außen nochmal. Klassik, BBS, jawohl, hier haben wir unser LM286 drauf mit goldenem Stern in 18 Zoll, 10x18. Passt gut zur Farbe, Alpinweiß, wie schon eben erwähnt. Ja, was haben wir neu? Wir haben einen Scheibenkeil diesmal mit drin und ich finde, der Scheibenkeil hat echt was. Verleiht dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Sportlichkeit und die Farbe passt nicht 100%. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber wir werden wahrscheinlich vielleicht noch mal gucken, dass wir das einen Ticken... ist ein bisschen zu weiß, es ist ein bisschen zu hell im Vergleich zum Lack, aber das sind Nuancen. Ja, das werden wir das nächste Mal besser machen. Aber ich finde schon, es ist eine Aufwertung, ich finde es cool, es macht das Ganze noch mal sportlicher. Und ja, mit den Haargurten, mit dem silbermatten Käfig und so, das ist einfach ein stimmiges Konzept, wie ich finde, von außen, wirklich eine Augenweide. Und motortechnisch haben wir da echt noch mal eine Schippe draufgelegt für die Leute, die sich immer fragen, was bei uns passiert. Die Entwicklung geht wirklich Woche für Woche voran. Wir können es immer gar nicht so festhalten. Der Luke hat auch nicht immer die Möglichkeit dazu, jeden Tag das festzuhalten und aufzunehmen, was da so passiert, aber es passiert wirklich sehr, sehr viel und die Fortschritte, die wir machen von Fahrzeug zu Fahrzeug, sind aktuell echt riesig. Ja, also, Motor, können wir nochmal die Haube aufmachen, oder? Schauen wir uns mal an. Jawohl. Hier eben mit Aero-Catch-Verschlüsse, haben wir beim letzten auch schon gehabt. Ich würde mal sagen, so von den Bestellungen, ja, so 50-50. Ne? Also wenn das so ein sportliches Konzept ist vom Interieur, wie wir es hier haben, dann nehmen die meisten Kunden auch die Aero-Catch-Verschlüsse. Finde ich absolut passend zum Fahrzeug, muss ich sagen. Ist, müssen wir noch mal gucken, das ist ein bisschen schwergängig. Ja, okay. Das müssen wir noch mal hier fast besser. Müssen wir noch mal ein bisschen einstellen. So, tada! Altbekannt, unsere Kevlar-Schicht, um einfach so ein bisschen an die Zeit zu erinnern von damals. Finde ich, gehört da rein, hat eigentlich auch jeder Kunde mit reingenommen. Von dem her passt das. Und motortechnisch hier nochmal für alle Leute 2,5 Liter Motor mit unserem Setup 500 PS. Das Auto wird ein paar PS mehr haben. Wir haben eine 98er Abstimmung, wie schon erwähnt, und ja, haben das ganz sauber abgestimmt. Und es läuft sehr gut. Wie gesagt, wir haben jetzt gute 800 Kilometer drauf. Wenn neue Sachen mit einfließen, ob das irgendeine Kühlerthematik ist, ob das Abgasgehäuse ist, etc., ist für uns natürlich immer wichtig.
Dass wir das einmal an unserem Auto getestet haben, haben wir auch, aber wir müssen es natürlich auch einmal hier ausgiebig testen. Das heißt, wir haben eine Einfahrphase vom Low-Boost-Bereich, wir haben eine Einfahrphase von vollem Ladedruck und natürlich mit Abstimmungsfahrten, mit Achsvermessung etc. Kommen dann natürlich schon ein paar Kilometer zusammen und lieber haben wir ein paar Kilometer mehr wie zu wenig und nachher kommen noch irgendwelche Probleme auf. Deswegen, der hat jetzt so gute 800 Kilometer drauf, der ist schon eingefahren, das heißt, der Kunde kann einsteigen, Vollgas geben. Ne? Das ist auch immer so ein Thema, wenn ich heute einen Neuwagen irgendwo kaufe, ja, hier 1500 Kilometer Einfahrphase, maximal 4000 Umdrehungen. Wir wissen doch alle, wie es ist. Wenn ich in so einem M-Fahrzeug oder in einem RS drinne sitze oder sonst irgendwas, mich kitzelt und eigentlich will ich ja schon viel früher Gas geben, aber klar, man muss sich da immer selber sensibilisieren und fällt natürlich umso schwerer, die 1500 Kilometer dann voll zu kriegen. Wenn es dann soweit ist, dann geht es nochmal zum Ölwechsel und dann kann man nachher Vollgas geben. Das gibt es bei uns nicht. Der Kunde kann direkt einsteigen, warm fahren, kalt fahren und dann kann man da auch sehr, sehr viel Spaß mit haben und lange Spaß mit haben vor allem. Ja, unsere Ansaugbrücke, unser Ventildeckel mit Carbonabdeckung, unsere Riemenabdeckung aus Carbon, hier nochmal Thermoisolierung vom Krümmer und Hosenrohr und ja, ansonsten eigentlich optisch alles beim Alten gewesen. Im Detail haben wir noch mal ein paar Sachen verändert, aber da machen wir so einen Geheimniskrämer raus quasi, den es ja nicht mehr gibt, aber dann machen wir einen Geheimniskrämer raus, weil ein paar Sachen müssen wir auch nicht immer verraten, was wir so Neues mit eingebaut haben. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr stimmig und macht sehr, sehr viel Spaß. Hier haben wir noch nicht den neuen Tank drin, noch nicht. Den werden wir aber höchstwahrscheinlich, das Auto ist jetzt soweit fertig, das ist nur noch Plug-and-Play-Thematik, die werden wir beim Kunden dann auch noch nachrüsten, denke ich mal, wenn der Kunde das möchte. Die Option besteht ja immer. Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, der Kunde hat irgendwann mal bestellt und damals gab es nur den originalen Tank. So, jetzt haben wir einen neuen Tank entwickelt mit allem, was dazugehört. Dann hat er die Möglichkeit, das zu bekommen, was er damals bestellt hat oder eben auch diese technische Neuerung zu bekommen. Und da hat der Kunde die Qual der Wahl. Der neue Tank kostet natürlich erstmal ein bisschen mehr, weil da steckt natürlich viel Arbeit, Entwicklung drin und war jetzt eben auch etwas aufwendiger. Aber im Endeffekt gibt es da ein komplettes 2.0 Paket, was wir den Kunden jetzt anbieten, neben neuen Karosserieteilen, die nochmal eine höhere Passgenauigkeit haben, neben eben Thematik Leistungsstufen, wo wir auch nochmal ein paar Abstufungen drin haben. Dann eben mit der Tankthematik und viele andere Themen, genau. Aber dazu gehen dann eben diese Mails an die Kunden raus und dann wird gesagt, hey, lieber Kunde, du hast damals das und das bestellt. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, dir das neue Fahrwerk anzubieten, dir den neuen Tank anzubieten und so weiter. Und dann haben die Kunden immer noch just in time auch die Möglichkeit, umzuswitchen. Oder sie sagen, hey, ich möchte nicht mehr bezahlen, ich will es so, wie ich es damals bestellt habe. Dann bleibt alles so, wie es ist und ist auch okay. Genau. So, ja, wir schauen mal noch kurz in den Kofferraum rein, dass ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen könnt und seht. Hier haben wir jetzt eben noch den bisherigen Tank verbaut mit einer schönen Bodenplatte. Das ist jetzt eben nur halb verkleidet. Es gibt natürlich auch eine Vollverkleidung, wenn man das möchte. Der Kunde wollte das jetzt in diesem Stil haben, finde ich auch cool, weil eigentlich reicht das und tut's. Ja, also wir haben hier die Möglichkeit, eben unseren neuen Tank mit dem gleichen Fassungsvermögen an der gleichen Position zu befestigen. Das heißt, wir übernehmen die originalen Befestigungspunkte, müssen keine neuen Löcher bohren. War uns auch wichtig. Wir verlieren keinen Platz, war auch ein ganz wichtiges Thema. Und haben eben auch nach wie vor die Möglichkeit, das voll zu verkleiden, auch mit dem neuen Tank. Und dann ist das eine runde Sache. Ja, hier den müssen wir noch einmal befestigen, aber ansonsten schön clean, mehr braucht es nicht. Und passend dazu natürlich All Black Rückleuchten und Lichtband. So muss es sein. Perfekt. Jetzt machen wir uns auf die Suche nach unseren Kennzeichen, weil wir haben nämlich ein Kennzeichen hinten verloren. Vor lauter Beschleunigung. Ja, werden wir jetzt mal unser Kennzeichen suchen. Aber wir nehmen euch mit. Wir schauen mal, wo wir es finden. Auf jeden Fall. Auf geht's. So, suchen wir mal, oder? Ja, wir suchen mal. So werden wir es tun. Tuckern wir mal dahin. Ich vermute.
dass es vielleicht auf der Straße oder am Rand irgendwo liegt, wenn wir Glück haben. Und wenn wir Pech haben, dann ist es halt richtig irgendwo in die Walachei. Kein Erfolg. Ja, liebe Leute, wir sind zurück in der Firma. Draußen ist stockfinster. Meine Laune ist etwas getrübt, obwohl es echt mega geil war. Ich glaube, wir hatten so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall. Aber wie ihr seht, da hinten ist noch gehende Leere. Wir werden jetzt mit Taschenlampen uns ein bisschen auf die Suche machen nach einem Kennzeichen und hoffen natürlich, dass wir das noch finden. Wäre blöd, wenn nicht, weil dann, ja, diese ganze Bürokratie, ja, was soll ich dazu sagen, aber ist halt so. Wir hoffen, dass wir es finden. Auf jeden Fall hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es sind Emotionen rübergekommen, was dieses Auto wieder einmal an Feeling rüberbringt. Also wir sind ganz entspannt zurückgefahren, haben nach dem Kennzeichen geschaut und ja, ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht, weil dann konnte man wieder so ein bisschen runterfahren. Da steigt der Adrenalinpegel schon relativ hoch, wenn man da am Gas hängt. Also das ist echt, ja, Wahnsinn. Gut, liebe Leute, an der Stelle sage ich jetzt mal, wir bringen euch zum Schluss noch ein paar richtig schöne Einblender, Vorbeifahrt, oder? Haben wir ein paar coole Aufnahmen. Und dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal hoffentlich mit einem Happy End, dass wir unser Kennzeichen wieder haben. Und an der Stelle euch einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen, lasst uns ein Like da, kommentiert fleißig und bis zum nächsten Mal. Ciao!